Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Vor einiger Zeit habe ich in Kleinanzeigen eine alte Ulmia 1610 mit Langloch-Bohrvorrichtung gesehen. Die Maschine war nicht so teuer, aber nachdem ich zum Abholen dort war und die lauten Wälzlager gehört habe, verstand ich das günstige Angebot und habe sie trotzdem gekauft und nach Hause in meine Werkstatt gebracht. In diesem Video zeige ich, wie ich die Wälzlager der Sägewelle und des Elektromotors gewechselt habe. In einem anderen Video, welches am Ende verlinkt ist, zeige ich, wie ich Spaltkeile für diesen Typ Tischkreissäge designt und habe lasern lassen. Wenn du eine Maschine überholst und keine Explosionszeichnung mit Einzelteilliste hast, so mache auf jeden Fall Bilder von allen Details vor dem Zerlegen und nach dem Zerlegen. Das hilft ungemein. An jedem blanken Stück Metall war Flugrost. Die beste Erfahrung zum behutsamen Entfernen von Flugrost habe ich mit Schleifvlies gemacht. Hier hörst du schon, dass die Wälzlager trocken gelaufen sind. Die Tischplatte abbauen. Klimmhebel aufmachen, Tischplatte zur Seite schwenken, die Inbusschrauben aus den Schwenkscheiben herausschrauben, die Tischplatte zurückschwenken und die Inbusschrauben auf der anderen Seite herausschrauben. Jetzt die Tischplatte abnehmen, dann die Klemmhebel abschrauben und die Schwenkscheiben abnehmen. Hier habe ich mit einem 3D-Programm ein Sägeblatt mit Welle- und Riemenantrieb dargestellt. Der große halbrunde Pfeil soll die Drehrichtung des Sägeblatts anzeigen. Das Sägeblatt dreht rechts, also hat der Wellenstumpf und die Mutter ein Linksgewinde, damit sich das Ganze selbsthemmend anzieht. Betrachtet man die Sache von der anderen Seite, dreht sich das Sägeblatt nach links und an dem Wellenende mit der Riemenscheibe ist ein Rechtsgewinde am Wellenstumpf, damit auch hier sich die Verschraubung gegen die Drehrichtung selbsthemmend anzieht. Um die Wellenlager austreiben zu können, müssen erstmal die Lagerdeckel abmontiert werden. Hier haben die Lagerdeckel eine Nut mit Filzring, damit das Lagerfett nicht austritt bzw. kein Staub in die Lager kommt. Über einen Schmiernippel wurde Lagerfett in das Wellengehäuse gepresst. Filzringe und Schmiernippel braucht man nicht mehr, wenn Wälzlager mit Deckel verwendet werden. Am besten etwas Rostlöser aufbringen und einwirken lassen. Das schont die Schraubenflächen und es geht viel leichter. Die Bohrfutterbacken sind auch gleich ausgeschraubt. Jetzt hast du eine gute Form, um einen Hebel anzusetzen und in das Loch der Riemenscheibe steckst du einen Dorn bzw. Stift zum Gegenhalten. So wie das ausschaut, war das Bohrfutter die knapp 70 Jahre immer aufgeschraubt. Beide Wälzlager liegen an einer Wellenschulter an. Also kannst du von einer Seite mit einem Klopfholz die Welle mitsamt dem gegenüberliegenden Wälzlager austreiben. Normalerweise benutzt du einen Innenabzieher, wenn der Außenring im Gehäuse sitzt. Wenn du aber keinen Innenabzieher hast und das Wälzlager sowieso ersetzt wird, dann behilfst du dir mit einem Stück Holz oder Rohr. Wer gerne Dr. Pimpelpopper guckt, der kratzt auch gerne das alte Fett aus dem Gehäuse und freut sich, dass es so schön schwarz ist.
Teile habe ich alle schön säuberlich im Keller auf einen Tisch gelegt und eins nach dem anderen gereinigt und die Funktionsflächen poliert. Gerade so, dass der Flugrost entfernt ist. Das erste Wälzlager kannst du schon mal auf der Seite des Sägeblattes auf die Welle bis zur Wellenschulter aufbringen und in das Gehäuse bis zur Gehäuseschulter schieben. Dies ist dann das Festlager. Von der anderen Seite wird das zweite Wälzlager auf die Welle geschoben und der Außenring gleitet in das Gehäuse. Spätestens mit Aufschrauben des Bohrfutters wird über die Riemenscheibe und über den Distanzring der Innenring gegen die Wellenschulter gepresst. Nun die Passfeder einsetzen und die Riemenscheibe drauf. Riemen drauf und Motor einschalten. Oh du meine Güte, hört euch mal die Wälzlager an, wenn diese auslaufen. Die sind auch trocken gelaufen und müssen getauscht werden. Deckel auf, Elektrik abklemmen, Elektromotor ausbauen. Mit einem Abzieher die Riemenscheibe von der Antriebswelle ziehen. Verschlamp mir nicht die Passfeder. Ganz wichtig. Den über die Jahre angesammelten Schmotter entfernen. Die Gehäusedeckel abschrauben und nun kannst du schon die Welle rausnehmen. Die Wälzlager wurden mit einem Abzieher schon abgezogen. Die Welle ist mit dem einen Ende eingeklemmt. Wie ihr seht, habe ich die alten Staubscheiben wieder drauf gemacht. Die haben eine eigene Wellenschulter weiter innen. Die neuen Wälzlager schiebe ich auf die Welle und mit einem passenden Rohr schlage ich auf den Innenring und treibe das Wälzlager auf den Lagersitz bis zur Wellenschulter. Prima. Die Welle hat zu den Wälzlagern Presspassungen. Die Gehäusedeckel haben zum Wälzlager eine Gleitpassung. Somit lassen sich die Gehäusedeckel leicht auf die Wälzlager schieben. Das Gewinde für das Lüfterrad musste ich etwas nachschneiden. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Riemenscheibe mit Passfeder drauf, Lüfterhäusedeckel drauf und es kann losgehen. Ja, das hört sich doch schon viel besser an. Erst als das Bohrfutter auch wieder aufgeschraubt war, war es viel leiser. Ja, neue Riemen hätte ich auch bestellen sollen. Alter Sporbrenner. Hier wird die Tischhebeeinrichtung wieder zusammengebaut. Mache immer gut Fett überall dahin, wo Zahnräder und Gleitflächen sind.
Auch die Schwenkscheiben brauchen hinten dran ordentlich viel Fett. Bei der Langlochbohrvorrichtung gehst du genauso vor. Zerlegen, reinigen, fetten, zusammenbauen, einstellen. Hier musst du aber noch sorgfältiger sein. Wenn das Spiel nur eines der beiden Schlitten zu groß ist, ergeben sich Rattermarken beim Längsbohren und die Genauigkeit der Bohrung lässt zu wünschen übrig. Wenn du am Schluss den Tisch wieder drauf baust, musst du den Längsanschlag parallel zum Sägeblatt bringen. Hierzu schraubst du die Tischverschraubung nicht ganz fest, so dass du den Tisch noch im kleinen Maße verschieben kannst. Dann bringst du mit Hilfe einer Aluleiste den Längsanschlag samt Tischplatte parallel zum Sägeblatt. Nun kannst du den Tisch festschrauben. Nun bringst du noch das wichtigste Teil einer Tischkreissäge an, den Spaltkeil. Arbeite niemals ohne Spaltkeil. Sieh dir dazu auch das andere Video über Ulmia 1610 Spaltkeil-Design und Herstellung durch Lasern an. So lässt es sich am Längsanschlag sägen. Ja, du hast recht. Schiebestock oder ein Schiebebrett verwenden.